Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns auf EU18 an Tag 2. Wir haben es heute Samstag und wir sind Stufe 30. Wir wollen mal gucken, was so auf dem Server jetzt hier passiert ist, wie die Leute abgegangen sind, wie so der Zwischenstand ist. Und ja, kurz davor erstmal zu uns. Wir sind bei der Bananenplantage gestern gelandet, ja. Wir haben wieder einen sehr, sehr coolen Stream gehabt. 10 Stunden war ich wieder live gewesen. Es war sehr, sehr geil. Dankeschön für alle Leute, die auch gestern am Start gewesen sind auf Twitch. War sehr, sehr cool gewesen auf jeden Fall. Und ja, hier bei uns in der Bananenplantage ist auf jeden Fall so der ein oder andere, den man kennt hier so, ne? Black Shield wohl als Alpha TV, macht auch auf YouTube ein paar Videos zu Shakes and Fidget. Dann haben wir hier den Chase am Start unter anderem. Ja, wir haben den Gorage, was ja hier der Gorgos, der Gorgler ist, der Jute Jorgler. Und ja, viele andere spielen hier auch auf dem Server. Dort sei EU18 immer noch der Code. Falls ihr hier ja, das noch nicht eingelöst haben solltet, macht das gerne, bevor ihr Stufe 20 seid. Ansonsten ist der nachher dann nicht mehr gültig. Ne? Wir haben ja auch zum Beispiel den Hunrism, mit dem wir gestern auch zusammen gezockt haben, der jetzt Stufe 39 ist bei World Guard momentan gerade auf der, ja, in der Platz 1 Gilde, wenn es jetzt immer noch so ist, wo unter anderem auch der Turor spielt mit einem Nekromant auf Stufe 101. Hat er sich wieder nicht nehmen lassen, auf jeden Fall, und ist hier auf dem Server auch wieder mit vertreten. Ja. Dann haben wir den Luti, der hier auch ganz gechillt mitspielt. Den hatte ich, glaube ich, gestern zum Farmen benutzt gehabt. Der Neutral, ja, der hier auch ein ganz cooles Profilbild hat. Der Capso ist hier auch am Start. Und Waves hatte ich mir hier auch gespeichert aufgrund seines neuen Profilbildes. Und ja, wir sind hier ganz gut unterwegs. Ja, ich hatte es gestern nicht mehr ganz geschafft, Stufe 30 zu erreichen, weil wir gestern beim Glücksrad wirklich das, was ja am Ende des Tages mit am entscheidendsten ist, ja, wirklich, ich weiß es nicht. Ich muss da wirklich nochmal ins VOD schauen. Wir haben, glaube ich, wirklich ungelogen, also nicht übertrieben oder so. Ich glaube, gefühlt, ja, haben wir, glaube ich, 7 Mal irgendwie Holz bekommen, ja, 4 Mal Steine und 3 Mal Pilze. Also ich habe noch nie in meinem Leben so ein schlechtes Glücksrad erlebt wie gestern, ja. Wir hätten Stufe 30 gestern schon werden können, wir hätten, keine Ahnung, über 5, 6, 7, 8, 9, 10.000 Gold haben können, wenn wir ein paar Mal auf Gold gekommen wären. Nichts, ja. Dafür haben wir ein paar Pilze bekommen und das Glücksrad war fast kostenlos. Na toll. Schönen Dank auch dafür, ja. Ansonsten gucken wir mal rein in die Top-Platzierungen, wie es momentan gerade so aussieht. Und es ist nicht Turor, der tatsächlich momentan gerade auf Platz 1 steht vom Level her, sondern wir haben hier den Lenny als Kundschafter und Stufe 158 momentan hier gerade, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, kurz nach 11 Uhr morgens. Und dann haben wir hier ein paar Leute, die ja alle anscheinend hier vor demselben Dungeon-Gegner stehen. Ansonsten kann ich mir nicht erklären, warum die alle auf 106 sind, identischerweise. Ja, das kann ich mir jetzt nur so erklären. Und ja, es ist ein bisschen verhaltener. Wir haben jetzt noch keinen, der so komplett am Rad gedreht ist, sag ich mal, der jetzt hier, sagen wir mal, ja, kurz nach 0 Uhr dann auch schon direkt auf Stufe 200, 210, 220 pusht. Das haben wir diesmal nicht am Start. Aber ein paar pushen hier auf jeden Fall, sieht man ja, ne? Ansonsten haben wir jetzt hier schon viele Leute, die dann halt eben so im 50er, 60er Bereich chillen, ne? Und dann halt eben sich dann schon ja, episch equippen etc. pp. Ne? Wir haben das Ganze ein bisschen chilliger angehen lassen. Wir haben jetzt mittlerweile 92er Ritterhallenpunkte. Gestern hatte ich hier unter anderem halt ja 26er Steine so gefunden, was jetzt noch nicht so die Welt ist, ne, tatsächlich, aber wir haben das Beste draus gemacht und wir können tatsächlich jetzt gleich mal zusammen schauen, dass wir den nächsten Schlüssel kriegen, weil wir jetzt heute frisch, vorhin gerade, durchs Abholen der Akademie tatsächlich, habe ich es ja, hinbekommen, Stufe 30 zu erreichen.
Und das gibt uns dann jetzt natürlich die Möglichkeit, dann eben halt, wie gesagt, auch den 30er Key zu finden, um noch ein paar Dungeons eventuell zu pushen. Ja, mal gucken. Jetzt haben wir leider noch kein Glück gehabt, aber wir können mal schauen, was wir für Edelsteine bekommen. Vielleicht sind die jetzt hier schon... Also das war gestern auch sehr zermürbend, muss ich mal sagen. Also wir haben wirklich fast nur Stärkesteine, Stärke Gegenstände bekommen. Das war wirklich echt nicht sehr feierlich tatsächlich. Aber die Steine an sich, die lohnen sich schon. Ja, muss ich mal so sagen, 49. Das ist schon ein Upgrade auf jeden Fall. Ne? Womit wir noch nicht schaffen, die hier zu besiegen. An denen kam ich gestern einfach nicht weiter. Da hätte ich mich dann ja, irgendwie neu equippen müssen oder anderweitig irgendwie an die Statpunkte kommen müssen. Das habe ich dann gestern nicht mehr geschafft. Das versuchen wir aber heute. Ja, das versuchen wir heute hinzukriegen. Und das ist jetzt auf jeden Fall erstmal so das Ziel, zumindest für diese Folge. Okay, nice, da haben wir noch so einen bekommen. Stufe 30er Dungeon zu kriegen, haben wir den jetzt immer noch nicht. Das ist natürlich auch sehr ärgerlich, ja, dass wir hier in 2 Quests den nicht bekommen haben. Dann nehmen wir jetzt mal eine große an. Da muss der jetzt aber, also mit Garantie jetzt eigentlich schon drin sein, muss ich mal ehrlicherweise so sagen. Kann ja wohl nicht sein, dass wir jetzt hier innerhalb von den 2 Quests jetzt hier den Schlüssel nicht bekommen haben. So, wir haben die 40 voll, heißt wir können versuchen, gechillt hier auf die Kisten noch zu gehen, um ein bisschen Gold mitzunehmen. Und jetzt muss aber hier der Key kommen. So, 31. Und da ist er. Ja, sehr schön. Da haben wir den 30er Dungeon Schlüssel freigeschaltet und dann können wir hier auch direkt schon mal ein wenig weiter pushen. Ja, ich hatte mich hier ja für den Magier entschieden gehabt. Einfach nur, um mal wieder so meine OG-Klasse, meine Main-Klasse, sag ich mal, im Early Game so ein bisschen zu spielen. Ja, und generell ist der Magier auch relativ beliebt, sag ich mal, jetzt auf dem Server hier, beziehungsweise sowieso in der Vergangenheit. Wir haben jetzt hier momentan gerade 19.000 Spieler. Ich glaube, zum Zeitpunkt gestern, als der Server gelauncht ist, waren so ca. 15.000 Spieler, die vorregistriert waren. Also sind so ca. 5.000 roundabout nochmal so nach dem Serverstart dazugekommen, die nicht vorregistriert waren. Und dann gucken wir nochmal ganz kurz auf die Umverteilung der Klassen. Da hat sich tatsächlich jetzt gar nicht mehr so viel getan. Also da ist das Gewicht, beziehungsweise so, wie es gestern auch gewesen ist, ist dann so auch geblieben, was die Klassen angeht. Ja. Und dann gucken wir mal, wie weit wir jetzt hier noch in den Dungeons kommen. Ja, versuchen wir mal hier ein bisschen die noch zu pushen. Ansonsten, ja, ist das nächste Ziel auf jeden Fall, jetzt wo wir eine höhere Ritterhalle haben, auf jeden Fall auch bessere Edelsteine erstmal sich zu besorgen, um dann so weiterzukommen. Das machen wir mal. Wir setzen mal hier in die Waffe unseren neuen Edelstein rein, der ja dann auch doppelt zählt. Macht jetzt tatsächlich noch gar keinen großen Unterschied. Ja, deswegen gucken wir erstmal. Vielleicht sollten wir uns noch den ein oder anderen Stein noch gönnen. Wir haben auch wirklich nicht viel Glück gehabt mit den Steinen tatsächlich gestern. Das muss man auch mal so sagen. Wir haben echt viele andere Attribute bekommen. Glückssteine, ja, die müssen wir jetzt mal als erstes austauschen hier. Dass die mal hier rauskommen. So, dann sind wir jetzt hier auf jeden Fall wieder der Tank-Magier, der jetzt hier am Start ist. Und ihr seht das schon, ja, in welche Richtung das geht hier. Das ist alles andere als erfreulich. Aber wieder ein Instein, so. Und dann gucken wir mal, ob das hier schon reicht für den Gegner. Ja, das sieht gut aus. Den konnten wir dadurch jetzt schon besiegen. So, der gibt uns ein Epic. Das wäre natürlich geil, wenn das irgendwie eine coole Waffe wäre oder so. Aber ich glaube, der wird jetzt erstmal noch ein bisschen schwieriger werden. Ja, das sieht so aus. Ich denke mal, als nächstes sollten wir vielleicht den Steintroll hier mal angreifen. Der war gestern zum Zeitpunkt an Tag 1 für mich nicht mehr machbar gewesen. Jetzt sieht das Ganze schon wieder ein bisschen anders aus. Wenn wir hier einen ordentlichen Treffer raushauen, dann könnte der tatsächlich liegen und wird auch liegen. Wir holen uns aber erstmal nochmal 1, 2 Steinchen mehr. Dann fällt das Ganze schon mal ein bisschen leichter. So, ja, wir sind hier der Tank-Magier am Start. Aber was willst du machen? Man nimmt das, was man kriegt. Und dann haben wir jetzt zumindest schon mal die Glückssteine hier ausgewechselt. Und hoffen mal, dass das jetzt ausreicht
für den Steintroll hier. Lieber hätte ich natürlich Intelligenz gehabt, ein bisschen mehr, um dann halt dementsprechend auch ein bisschen mehr Schaden anzurichten. Aber der muss jetzt auf jeden Fall hier liegen. Und dann kann man mal gucken, mit Stufe 33, was wir dann erreichen. Dass wir uns vielleicht mal neu equippen oder so. Ich hatte es gestern geschafft, auf ein 45er SA zu kommen. An Tag 1, was ganz okay ist, würde ich mal meinen, für das, was wir gestern so gemacht haben. Wir haben uns viel durch die Ehrenhalle gefarmt und konnten dann halt eben das ganz gut füllen. Das wird jetzt rapide nachlassen, die nächsten Tage. Kann ich schon mal so mehr oder weniger vorwegnehmen, weil ich das meiste immer so an den Tag 1, Tag 2 immer so mache. Und, oh mein Gott, das ist sehr belastend. Und das Sammelalbum ist ja auch mitunter ein Late-Game-Feature, welches man erfüllen sollte, um langfristig hier zu spielen. Und dadurch, dass ich das ja nicht vorhabe auf dem Server hier, werde ich das jetzt auch nicht so aktiv angehen. Ich gehe jetzt auf jeden Fall mehr in Richtung Dungeons rein, dass wir da unsere XP hauptsächlich rauskriegen, und dann nehme ich halt eben mit, was ich so kriegen kann an Sammelalbum-Einträgen, worüber wir halt eben so stolpern durch die Arena oder so. Mal gucken. Kriegen wir ihn hier noch, ist die Frage. Das wäre natürlich sehr nice. Dann hätten wir hier auf jeden Fall schon mal ein Epic am Start. Aber ich weiß nicht, es ist sehr knapp. Ja, es könnte klappen, es könnte aber auch nicht klappen. Vielleicht müssten wir uns neu... Nee, müssen wir nicht. Neu equippen. Wir haben ihn besiegt. Geil, dann haben wir den ersten hier auch auf jeden Fall. Ach, Mann. Ja, das ist natürlich sehr schade. Das bringt uns absolut gar nichts. Das ist ein Schuss in den Ofen. Weil wenn die nicht gesockelt sind, dann können wir damit halt überhaupt leider gar nichts anfangen. Deswegen können wir das gleich weghauen. Und ja, dann haben wir jetzt aber die Chance tatsächlich auf große Tränke. Ja, mit Stufe 34 ist die Chance gut, große Tränke zu finden. Wenn wir da, also XXL-Tränke, wenn wir da jetzt im Zauberladen ein bisschen blättern würden, das kann man definitiv dann auch schon mal verbessern. Würde ich jetzt auch so als nächstes dann machen. Aber eine Waffe sollte vorher dann doch schon die sollte doch nochmal vielleicht ein bisschen erneuert werden. Ja, die kann man zum Beispiel schon mal nehmen. Die ist not bad. Ist natürlich wieder schade um den Intelligenzstein da drin, den wir da frisch reingesetzt haben. Aber was willst du machen so, ne? Statpunkt-technisch ist die tatsächlich sogar schlechter, weil wir in der anderen Intelligenz und Ausdauer haben. Hier haben wir halt nur Intelligenz drin. Zwar ein bisschen mehr, aber verzichten dafür halt eben auf relativ viel Ausdauer, ja. Deswegen, ja, und wir müssen halt eben auch noch Steine finden, also ohne Intelligenzstein. Okay, nice, den haben wir wenigstens direkt gefunden. In der Waffe bringt das halt auch eben gar nichts. So, ja, damit können wir versuchen, den nächsten Gegner hier zu besiegen. Der bringt uns auch wieder ein Epic, was auf jeden Fall nicht verkehrt wäre. Vielleicht haben wir mit den Epic ein bisschen mehr Glück, falls wir den besiegen. Aber vielleicht sollten wir auch vorher, das ist vielleicht noch ein ganz guter Call, auf die XXL-Tränke umschwenken, die mit 34 zwar zu finden sind, allerdings nicht immer garantiert sind, dass sie kommen. Also man kann die schon finden, die sind aber noch relativ selten auf jeden Fall. Da war zum Beispiel jetzt einer für Glück. Wir brauchen jetzt für Ausdauer und Intelligenz jetzt jeweils einen XXL-Trank. Das kann mitunter wirklich ein bisschen länger dauern, die zu finden. Ja, Hauptsache, wir haben hier die Sanduhren, die uns hier, wow, 3-mal in Folge, heftig, die uns hier beglücken mit diesem Wow-Effekt. Ja, das, keine Ahnung, wird wahrscheinlich ein bisschen dauern hier. Sollte man aber definitiv machen, bevor man jetzt wieder in die Dungeons reingeht. Oder man gambelt halt eben drauf, dass man den nächsten Gegner noch besiegen kann, dadurch ein Level abkriegt. Und mit Stufe 35 findet man die XXL-Tränke dann noch leichter. Also dann ist die Chance auf mittlere Tränke dann halt, umso höher man im Level ist, dann noch umso niedriger. Der wird, glaube ich, nichts hier, ne? Und ja, deswegen, aber das werden wir vielleicht dann in der nächsten Folge oder so machen. Genau. Und das soll es jetzt aber so, ansonsten erstmal so für den ersten kleinen Einblick
für EU18 gewesen sein. Und ja, werden wir die Tage auf jeden Fall noch verfolgen. Mal gucken, wie weit wir noch kommen hier jetzt so ein bisschen. Und ja, ich hoffe, ihr habt einen schönen ersten Einblick von dem Server bekommen. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Schöne Grüße auch hier an die komplette Bananenplantagen-Gilde. Sind auch viele aus der Community auch hier mit unter dabei. Und deswegen, ja, danke für alles. Danke fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.